Hallo Leute, ich bin jetzt 25 plus 0 und mache euch mal ein kleines Update. Denn wir hatten jetzt einen Ultraschall. Und ich bin ein bisschen schlauer geworden. Wir haben es so gemacht, dass wir einfach bei meinem Mann in der Praxis, wo der arbeitet, gefragt haben und wir konnten dort mal das Ultraschallgerät nutzen. Und ja, ich meine, wir sind nicht die Experten im Ultraschall. Mein Mann ist jetzt auch nicht der auf Gyn spezialisierte, sondern Allgemeinmediziner. Aber um zu gucken, ob es 1 oder 2 sind und wo die Plazenta liegt, das kriegen wir schon noch hin. Ja, und was ratet ihr? Na, habt ihr schon Wetten abgeschlossen? Nee, ich weiß es nicht. Also, es ist nur 1. Ich war echt erleichtert. Also ich weiß, dass manche, also es wäre natürlich spektakulär gewesen, wenn es wieder 2 gewesen wären, aber ich bin echt froh, dass es nur 1 ist. Jedenfalls, wir haben nur 1 gefunden. Also wir haben schon gründlich durchgeguckt und da war 1. Aber was habe ich denn da getastet? Wieder was dazugelernt, beziehungsweise wenn man in eigener Erfahrung was lernt, lernt man es natürlich besser, als wenn man es immer mal so hört und sagt. Ja. Eine Freundin von mir, hatte ich dir auch schon mal erzählt in einem Video, da hat sich auch angefühlt wie 2 und es war nur 1. Und bei ihr war genau der gleiche Fall wie bei mir. Ich habe nämlich eine Vorderwandplazenta. Die Plazenta liegt hier vorne, da, hier so. Ich habe darüber auch schon nachgedacht gehabt vorher, weil ich ja den Fall von ihr kannte und habe dann mit dem Stethoskop versucht zu hören, weil man kann eine Plazenta ja hören, aber ich habe sie nicht gehört. Ich weiß nicht, ob das nur später in der Schwangerschaft der Fall war, dass man sie hört. Ich habe sie nicht gehört. Ich habe nichts gehört. Das hörte sich überall gleich an. Kein Rauschen, nichts. Deswegen habe ich gedacht, naja, dann ist es eben keine Vorderwandplazenta, sondern was soll es sonst sein, ne? Außer 2 Babys. Aber im Ultraschall war das doch schon ziemlich deutlich zu sehen, dass die Plazenta hier so vorne liegt. So, da so. Und wenn ich taste ich also Plazenta und Baby. Und dann ist es auch noch so, jetzt glaube ich nicht mehr, aber das Baby lag quer. Dadurch hatte ich dann auf der Seite einen Kopf und auf der Seite auch was Festes bis hier hoch. Und was sollte das, ne? Das hat sich angefühlt wie ein Baby und noch ein Baby. Dabei war es dann offensichtlich die Plazenta. Also ich hoffe, wir haben uns nicht verguckt, ne? Aber das Baby lag im Ultraschall quer, jetzt liegt es glaube ich nicht mehr quer. Also in der Woche ist es normal, dass Babys auch quer liegen. Bis zur 32. Woche drehen sich die meisten in Schädellage. Das ist ja noch ein bisschen hin. Und deswegen habe ich dann auch an der Seite so einen Kopf gefühlt und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch die Bewegung hier vorne. Die Plazenta hört ja hier irgendwo auf. Und dann hatte ich natürlich Tritte da von dem Baby, was da unten quer lag. Und hier unten war es ziemlich hart. Das lange Haar, also ich hätte ja gedacht, da vielleicht 2 Köpfe nebeneinander, aber das war schon irgendwie verbunden. Also das war offensichtlich der Rücken, den ich da gefühlt habe, mit deinem Kopf an der Seite. Und dann habe ich hier oben ja immer mal was Hartes gehabt, was dann so auch zurückgezogen ist, war ja vielleicht offensichtlich einfach nur Füße oder so. Und kein Popo oder so. Naja. Genau. Jetzt wissen wir mehr. Und jetzt bin ich entspannt und gechillt. Für meinen Mann war es klar. Man weiß auch nicht, mein Mann, der weiß sowas immer oder keine Ahnung. Ja, habe ich mich auf jeden Fall ein paar Wochen lang ein bisschen verrückt gemacht und bin echt froh, dass es nur 1 ist. Und wir konnten auch das Geschlecht sehen. Mein Mann war so neugierig und hat geguckt. Ich wollte eigentlich nicht wissen, wenn es 1 ist, ist mir egal. Dann ein Mädchen und ein Jungsnamen, den kriegen wir schon hin, uns darauf zu einigen. Aber er hat geguckt und es sah schon ziemlich eindeutig aus. Und ist auch noch mein Wunschgeschlecht. Als Tipp für die Spekulanten. Ja, und jetzt machen wir uns an die Namenssuche. Was ich auch wieder nicht so einfach finde, also sowieso, mich mit meinem Mann auf den Namen zu einigen. Ne? Unser letztes Mädchen heißt ja Sarah, so wie ich, weil auf den Namen konnten wir uns einigen. Ja, und jetzt haben wir 3 Mädchen, Johanna, Elisabeth und Sarah. Tja, und was passt dazu? Und was hat auch noch einen schönen Klang und eine schöne Bedeutung? Mein Mann sagt Mathilda und Sonja. Aber ich weiß immer nicht, er will mich mit manchen Namen auch ärgern, weil er weiß, dass ich die nicht mag. Sowas wie Sonja mag ich zum Beispiel nicht so. Aber ich weiß nicht so richtig. Also mit Mädchennamen habe ich mich schon immer schwer getan. Jungsnamen, da wüsste ich sofort, jetzt habe ich das Geschlecht verraten. Egal. Also es sah aus wie ein Mädchen. Na gut.
Ja, genau. Deswegen überlegen wir gerade Mädchennamen. Ähm, ja, aber bei Mädchennamen, da tue ich mich echt schwer. Also es gibt so ein paar, wo ich denke, ja, die wären ganz schön. Aber es gibt jetzt bis jetzt keinen, wo ich sage, ja, der muss es sein, der ist so toll. So wollte ich mein Kind schon immer nennen. Ah, ja, genau. Mal gucken. Auf jeden Fall bin ich echt froh. Ja, also zwei sind halt echt auch doppelte Arbeit, ne? Und gerade die momentane Situation in der Welt ist ja doch irgendwie, empfinde ich schon als belastend, wenn man nicht so weiß, was die sich wieder ausdenken und was dann sein wird, wenn ich im Wochenbett bin. Und mit Baby ist man ja doch verletzlicher und kann sich nicht so verteidigen in seiner. Und zwei, die nehmen einen ja doppelt ein. Also eins, das kann man mal schnell aufhucken und weiter geht's. Aber zwei, das ist ein bisschen umständlicher. Deswegen, ja, ist das schon ganz gut so. Ja, das war mein kurzes Update. Und mal gucken, wie das so weitergeht. Läuft alles jetzt recht unspektakulär, deswegen mal gucken, was ich dann zu erzählen habe, was ich dann erzählen kann. Viel gibt es ja nicht zu erzählen eigentlich ohne Arztbesuche und so kann ich natürlich nicht sagen, was ich da so taste. Ne? Meine Spekulationen sind ja jetzt erstmal aus der Welt geräumt. Und ja, das Interessante ist auch, was ich noch erzählen wollte, bei der Vorderwandplazenta, das war bei meiner Freundin auch so, dass da der Fundus viel höher war, der Bauch viel größer. Also ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Vorderwandplazenta zusammenhängt, diese ganze Beobachtung, dass mein Bauch halt schon viel größer ist, dass vielleicht die Vorderwandplazenta das Ganze nach vorne so ausbeult, dass man das viel eher merkt, als wenn die Plazenta irgendwo hinten ist. Das war bei ihr nämlich auch so, weswegen sie gedacht hat, das müssten Zwillinge sein. Und es tastete sich echt fast exakt so, wie die Zwillinge damals. Also der einzige Unterschied war vielleicht, dass hier unten, wo das quer lag, dass ich da halt keine zwei Köpfe so richtig gefühlt habe, also es war eins, also ein was hartes, langes. Das hätte mich vielleicht so misstrauisch machen können, aber ich dachte mir, naja, wenn die dichte zusammenliegen, vielleicht fühlt man das nicht, ne? Ja. Und hier unten fühlte es sich auch wie so eine Kante, also das hätte natürlich auch ich mir denken können, naja, komisch. Also, aber wie gesagt, ich habe mehrmals reingelauscht, ich habe die Plazenta nicht gehört. Ich werde später nochmal reinlauschen, so vielleicht 30. Woche oder so später dann. Vielleicht höre ich sie dann, weil bei der fünften Schwangerschaft hatte ich eine Plazenta, die lag hier oben und ragte so ein bisschen hier vorne rein. Und die habe ich nämlich gehört, aber da habe ich auch, glaube ich, erst nach der 30. Woche reingehört. Also ich kann mir vorstellen, dass man die vielleicht erst später hört, weil vielleicht diese größer ist und da mehr Blut fließt und so. Wäre eine Möglichkeit. Naja, wieder was gelernt. Das wollte ich gleich mit euch teilen.